Im Rahmen eines Projekts der Vorlesung Usability Engineering haben wir die Usability von Microsoft Copilot bei der Nutzung von Microsoft Word untersucht. Microsoft Copilot ist eine KI-gestützte Lösung, die als persönlicher Assistent in die Anwendungen von Microsoft 365 integriert ist. Unsere Fragestellung besteht darin, inwiefern Microsoft Copilot den Bedürfnissen und Erwartungen seiner Nutzerbasis gerecht wird. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse der Benutzerzufriedenheit, der Effizienz und aber auch der Effektivität der von Copilot erstellten Ergebnisse. Zur Bewertung der Usability wurden die Leistungen anhand von Metriken verglichen, die während der Ausführung von Use Cases von Probanden erfasst wurden. Die Probanden erhielten zunächst eine kurze Einführung in die Nutzung von Microsoft Word mit Copilot. Im Anschluss führten die Teilnehmer jeweils 4 Use Cases durch, sowohl mit als auch Copilot. 4 Use Cases wurden nacheinander durchgeführt, wobei für alle Teilnehmer einheitliche und klar definierte Bedingungen galten, um vergleichbare Ergebnisse zu gewährleisten. Dabei fand eine Bildschirmaufnahme statt, durch die Metriken wie benötigte Zeit, Interaktion, Fehlschritte und Erfolgsrate gesammelt wurden. Anschließend beantworteten die User einen SAS-Fragebogen und einen von unserem Team erstellten Fragebogen. Bei Use Case 1 sollten die Teilnehmer einen Text formatieren, indem sie eine Formatvorlage einer Überschrift zuweisen, eine Aufzählung erstellen und Zeilenumbrüche hinzufügen. Beim zweiten Use Case sollten die Teilnehmer eine Tabelle einfügen, wobei die Daten aus einem vorgegebenen Fließtext entnommen werden mussten. Beim dritten Use Case sollten die Teilnehmer ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen einfügen. Beim vierten und letzten Use Case sollten die Teilnehmer Grammatik- und Rechtschreibfehler aus einem Text entfernen, ohne diesen umzuschreiben oder Wörter zu ändern. Die Probanden bestanden aus einer weiblichen und 7 männlichen Teilnehmern im Durchschnittsalter von 23 Jahren. 5 hatten keine Vorerfahrung mit Copilot, während 3 damit vertraut waren. Alle hatten Vorerfahrungen mit Word und Erfahrungen mit anderen KIs wie ChatGPT und DALL-E. Keiner hatte Copilot mit Word genutzt. Die Nutzung von Copilot zeigte gemischte Ergebnisse. Die Erfolgsrate war bei der Bearbeitung der Use Cases ohne Copilot insgesamt höher, besonders bei der Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses, bei dem Copilot oft falsche Ergebnisse lieferte. In anderen Use Cases, wie der Dokumentformatierung, konnte jedoch ein leichter positiver Effekt durch Copilot festgestellt werden. In Bezug auf die Effizienz war die Bearbeitung der Aufgaben mit Copilot insgesamt schneller, vor allem bei anspruchsvolleren Aufgaben wie der Tabellenerstellung. Dennoch war bei einigen einfacheren Aufgaben der Textformatierung die Effizienz ohne Copilot höher. Aus den Fragebögen ging hervor, dass die Nutzer ihre Benutzererfahrung durch Copilot als verbessert ansehen, auch wenn sie Wartezeiten und den Aufwand zum Erfüllen bestimmter Use Cases bemängelten. Eine berechnete Gesamtmetrik ergab eine höhere Single Usability Metric für die Nutzung von Word mit Copilot. Trotz der begrenzten Repräsentativität der Studie aufgrund der geringen Anzahl an Probanden lassen sich einige Aussagen zur Benutzerfreundlichkeit von Microsoft Copilot treffen. Die Nutzung von Copilot zeigte eine leichte Effizienzsteigerung bei Routineaufgaben wie der Erstellung von Tabellen und der Rechtschreibprüfung, da weniger Interaktion und Zeit benötigt wurden. Allerdings ist Copilot bei spezifischen Aufgaben noch unausgereift, besonders bei der Inhaltsverzeichniserstellung und grundlegenden Funktionen wie dem Textstyling. Für eine effiziente Nutzung ist eine präzise Formulierung der Prompts erforderlich. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Preis von 22 € pro Monat, da der Nutzen für bestimmte Aufgaben noch eingeschränkt ist und die Funktionen nicht immer den Erwartungen entsprechen.